They haven't done too badly, but they already felt the need to make a change and go with Nuruddin Zekri. Zekri are in the top flight for the first time. They've managed just one win so far, which has led them to turn to a new... Return to the starting 11 for Abdulrahman Al-Safari. It'll be a big test today for a defence anchored by Nigerian international Al-Nassr. He's rested while Mohamed Simakan is suspended after being sent off last week. Sultan Cristiano Ronaldo. Today's referee, Georgi Kabakov from Bulgaria. He has taken charge of matches in both the Champions. Look as if Aymeric Laporte has taken over the senior role there in the group in the absence of you. Just waiting for the referee's signal, and on the whistle of Georgi Kabakov, we are first ever league meeting with Al-Nassr. Al-Nassr in their traditional colours in the yellow, and already we have a first. Good tackle early on, but that's certainly that wasn't a good tackle, was it? It wasn't a good tackle at all. No. Al-Asmari sending it upfield. It should be pretty straightforward. Joining Talisca in the middle, hoping for a delivery from Ayman Yahya and Al-Ghanam. Jumba trying to deal with it, and Al-Kholood as they venture forward into the Al-Nassr penalty area for the first time, and Jackson Muleka, 7 matches played. Big space here for Sultan Al-Ghanam. He's right in behind the defence. Abseits. Und der Ball ist drin und die Fahne bleibt unten. Die Führung für den Gastgeber Al-Kholood. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch bei dieser Entscheidung bleibt. Ich habe vielleicht auch zu spät geschaut. Für mich sah es zuerst nach einer klaren Abseitsposition aus. Und das ist natürlich erst einmal ein Dämpfer, wenn es denn bei dieser Entscheidung bleibt, wenn es hier nicht revidiert wird. Ach, es war in der eigenen Hälfte und es war überhaupt gar kein Abseits. Also das war von mir richtig schlecht geschaut. Und jetzt schauen wir auf diesen Treffer, der natürlich auch sehr, sehr glücklich zustande kommt, muss man sagen, von Maolida. Der Glück hat, dass er da vorbeikommt, und dann kommt so ein Kullerball, der ins lange Eck geht. Vorbei am Bento. Ja, da gibt es dann für den Keeper überhaupt nichts mehr zu halten. Aber ganz unglücklich natürlich die Abwehraktion von Ayman Yahya, der erst einmal daneben tritt und dann auch noch Bento stört. In der letzten Partie gegen Al-Shabab. Allerdings auch durch ein da ist die erste Chance für... Okay, war auch eine Abseitsposition mit dem Eckball. Der holte ja den Elfmeter raus in der Nachspielzeit. Und jetzt gibt es hier den Ausgleich. Es ist erneut Aymeric Laporte, der auch schon in der Champions League unter der Woche beim 1:0-Sieg als einziger traf. Und er macht auch das 1:0 gegen Al-Shabab. Also der scheint toremäßig im Moment in einer Topform zu sein. Wir schauen natürlich auch hier noch einmal auf die Wiederholung. Gibt es da irgendwas zu bemängeln? Nee, das gibt es nicht. Abseits war es sowieso nicht. Und auch nach einem Foul sah es nicht aus. Und da hat er richtig gut und schnell reagiert. Laporte gegen die Bewegung von Marcelo Grohe. Der schnelle Ausgleich. 16. Spielminute. Alles wieder gerade gerückt. Ja, da freut sich dann auch mal der Trainer. Gut gespielt. Und da ist die Chance. Gespielt. Und da ist dann wieder Grohe. Und dann ist er bald doch drin. Diesmal in Saudi-Arabien. Ottavio mit der Hacke. Wunderbar gemacht. Dann Mane, Grohe und dann Anderson. Talisca.
Diesmal lässt er sich die Chance nicht nehmen. Die Führung für Al-Nassr nach 23 Minuten. Der Nachschuss verwandelt Anderson Talisca, nachdem schon wieder zuvor SadioMane an Grohe scheiterte. Also mehr kannst du nicht halten als Keeper. Spielt ja schon seit 2009. Und dann steht es 2:0 um Schuss. Das kann man nicht anders sagen. Maolida mit seinem zweiten Tor. Kein Abseits. Perfekt getroffen. Ja, Laporte ist da noch ein bisschen beschäftigt mit, das ist doch Abseits, dann kommt er zu spät, nimmt die Arme in den Rücken. Ja, vielleicht 2. Wahnsinn, zweimal vorne, 2 Treffer, 27 Minuten gespielt und es ist erneut Maolida, der hier in diesem Falle Bento auch tatsächlich keine Chance gibt, den Ball zu parieren. Also auf jeden Fall mal eine torreiche Partie, noch nicht einmal eine halbe Stunde sind hier 4 Treffer gefallen und das war ein absoluter Traum. Wird also gegen Al-Hilal wieder mit dabei sein. Und wie eine Abseitsposition. Treffer hätte gezählt, wenn SadioMane 2 Treffer erzielt hat. Und da ist fast Treffer Nummer 3. Und das ja, schwer zu erkennen aus dieser Position. Welcome back, everybody, to another deep dive. And today we're going to do a deep dive on a soccer match that really kind of left a lot of people speechless. We're talking Al-Kholood versus Al-Nassr. Wow, yeah. Which, you know, on paper looking at it, you would think, oh, you know, Al-Nassr. It's star players, right? The whole 9 yards. Yeah. But what we got was a wild ride. And a final score that nobody predicted. Yeah, I think what was really fascinating about this match was just how Al-Kholood, which is the underdog in this story, how they exploited Al-Nassr's, you know, kind of weaknesses and turned the game on its head. And they did it in such a way that it's like, wow, this is fun to watch. Yeah, so the source material here is basically like a play-by-play. Yeah. You know? Okay. And it's packed with action. It's King Abdullah's Sports City Stadium. Energy's electric. Right off the bat, you can feel like this isn't going to be your typical match. Yeah, you can tell, like, right away both teams came to play, and, like, within the first half hour, we see goals flying in from both sides. Quick back and forth action. It's the kind of stuff that keeps you, like, glued to your seat. You know, Al-Kholood scores first, and it's Myziane Maolida gets them on the board. What a start. Right. Talk about setting the tone. Yeah. But, of course, Al-Nassr not going down without a fight, so they answer back pretty quickly with a goal from Aymeric Laporte to tie things up. And then, minutes later, Anderson Talisca puts them in the lead. And you really see Al-Nassr's offensive strengths right there, like the quick passing, the way Talisca and Ronaldo were working together. It was textbook. Yeah. But Al-Kholood wasn't done yet. You know, it was fascinating here is to see Maolida's response. Like, he scores again, and it's not just like a lucky shot either. Yeah. The source material shows how he was consistently finding space behind Al-Nassr's high defensive line. So for those who don't follow soccer super closely, a high defensive line is basically when a team pushes its defenders further up the field. Right. And it can be really effective for controlling the game, but it can also be risky because if the other team breaks through, then they have a clear run at the goal. Exactly. And Maolida was like,
a cheetah out there exploiting that space perfectly. His 2 goals in the first half brought Al-Kholood back to a 2-2 tie before the halftime whistle. And honestly, I'm looking at the stats here. And even I didn't expect this level of performance from him. It's easy to just be like, oh, well, you know, Al-Nassr is the favorite. They're going to win. Yeah. But this match just throws a wrench into, you know. All those predictions. Absolutely. And it makes you wonder, like, are we seeing a shift in the power dynamics of professional soccer? Yeah. You know? And that's the thing, right? This match wasn't just about one player having a good day, you know? Right. It kind of exposed a potential weakness in Al-Nassr's defense. Yeah. Like a vulnerability that maybe other teams can learn from. Totally. Okay, so second half. Total nail-biter. Oh, yeah. Total tug-of-war, you know, goals traded back and forth. You see the resilience of both teams. Neither one was backing down. Nope. But in the end, the final whistle blows. With that unbelievable 3-3 draw. 3-3. Yeah, it was a result that truly turned all those, you know, pre-game predictions on their head. Yeah, so this match really just highlights that, you know, even when facing a giant, an underdog team can bring an incredible challenge. For sure. So what do you think this means for the future of professional soccer? Are upsets becoming more common? You know? Keep that question in mind As you watch future matches. And we will see you next time on the Deep Dive.